dass dieser Theaterbetrieb in sich so selbstkritisch und so selbstreflexiv ist, dass er der Einmischung von außen gar nicht bedarf. Wenn das aber wirklich das Credo dieses Theaterbetriebs ist, dann würde ich inzwischen sagen, dann braucht es den nicht mehr. Herzlich willkommen, Herr Professor Lüttegen, zu Let's Opera. Sie sind Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Zürich. Sie haben promoviert und studiert, richtig, in Münster. Dann hatten Sie eine erste Professur in Marburg und sind dann schließlich dem Ruf nach Zürich gefolgt. Sie sind ja in ganz vielen verschiedenen musikwissenschaftlichen Bereichen aktiv. Und ich möchte mit Ihnen natürlich ganz speziell über den Bereich Oper reden und wollte einfach erstmal ganz allgemein fragen, woher rührt Ihre Faszination für das Genre Oper? Was ist die Faszination an der Oper? Ja, so wie Venedig die absurdeste aller Städte ist die Oper, deren Frühgeschichte ja nun auch noch mit Venedig zu tun hat, vielleicht die absurdeste aller Kunstformen. Und diese Herausforderung hat mich immer schon begeistert, sehr früh schon, also auch schon vor der Studienzeit, dann aber auch in der Studienzeit. Nur habe ich daraus eigentlich nie etwas gemacht im beruflichen Sinne. Das hat sich dann eben erst später ergeben, aber die Faszination ist natürlich nach wie vor da und sie ist im Grunde auch einfach zu erklären, wenn man eine Opernaufführung sieht und das muss nicht nur eine gelungene, es kann auch sogar eine misslungene sein, dann ist trotzdem immer noch das große Wunder, dass sie überhaupt stattfindet. Wenn man sich das alles vorstellt, ist das ja geradezu so unwahrscheinlich, dass man sich wundert, dass so viele Opern gleichzeitig auf der Welt gespielt werden. Wenn auch Ja, nicht immer. wenn man bedenkt, der ganze Aufwand, der eigentlich in eine Opernproduktion geht, richtig? Ein Ja, riesiger ein riesiger Aufwand. Und wenn man sieht, also wie viele Leute da zusammenwirken müssen, damit es überhaupt funktioniert, also ist es doch eigentlich ein Wunder, dass das ja, immer wieder zustande kommt. ja. Und ja, Sie sagten ja schon, Oper also rührt quasi von viel früheren Jahrhunderten. Jetzt gerade eigentlich zu Zeiten, wo in Corona doch vieles brach liegt, ist Oper denn jetzt tot oder hat sie noch eine Zukunft? Naja, es wird so oft behauptet und es wird jetzt seit Jahrzehnten behauptet, dass Opas Oper tot ist. Das ist nie eingetreten. Deswegen bin ich im Prinzip optimistisch. Ich glaube nicht, dass die Oper sterben wird. Denn dazu ist, wie gesagt, der Tod viel zu oft vorausgesagt worden und je intensiver er prognostiziert worden ist, desto stärker war sie da. Aber darüber werden wir dann noch sprechen. Ich bin skeptisch, was den gegenwärtigen Zustand des Mhm. Operntheaters angeht. Und da wagt man auch keine Prognose abzugeben, was das eigentlich langfristig bedeutet oder ob sich das mal ändern wird. Ja, da kommen wir dann eigentlich zu einem Thema, was ich sehr gerne mit Ihnen besprechen würde. Und zwar etwas nochmal zurück in der Zeit. Sie haben ja in 2014 in der Neuen Züricher Zeitung einen Artikel veröffentlicht. Der Titel ist Oper der Beliebigkeiten. Und Sie haben eigentlich moniert, dass man sich doch sehr stark vom historischen Material entfernt, dass sehr massive Eingriffe in die Partituren gemacht werden oder in die Originalwerke. Und dass eigentlich diesen Werken oft sehr beliebige, eben deswegen Oper der Beliebigkeiten, sehr beliebige Bilderwelten oder Deutungswelten übergestülpt werden. Und haben eigentlich daran appelliert, dass behutsamer und respektvoller mit historischen Texten umgegangen wird. Ist das erstmal richtig so, ja? Das ist richtig so. Ja, ja, Mhm. das war damals das Thema, hat mich ja gelegentlich beschäftigt. Ich habe auch mehrfach was dazu geschrieben, aber das war damals sozusagen eine ganze Seite eben in einer großen Zeitung. Das war also sozusagen die massivste Äußerung, die allerdings auch erheblichen Wirbel ausgelöst hat, mit dem ich so in der Form nicht gerechnet hatte. Die Zeitung hat nach einigen Tagen auch gesagt, sie drucken jetzt keine Leserbriefe mehr dazu. Ähm,
Und ich bin geflutet worden auch mit altmodischen Briefen, aber auch mit E-Mails und Zusendungen aller Art. Was mich am meisten verblüfft hat, das muss ich ehrlich sagen, ich hätte eigentlich intensiveren Widerspruch erwartet, der nicht eingetreten ist. Ich habe auch da keine Statistik gemacht, aber zu einem ganz überwiegenden Teil war das Zustimmung, die mich in der massiven Form verblüfft hat. Den Widerspruch bekam ich auch zum Teil öffentlich, aber auch zum Teil in Zuschriften äh, von Regisseuren Mhm. und von Journalisten. Also aus den Widersprüchen, die ich erfahren habe, gab es keinen anderen Bereich. Ja, okay. Nur fragt man sich natürlich, was ist aber eigentlich auch daran so, ähm, so krass, wenn man einfach sagt, Leute, bleibt doch mal an der Partitur und geht mal von da aus. Trotzdem scheint es eben manche Gemüter zu erhitzen. Ich glaube, der Punkt ist, dass sich dort über die Jahre, Jahrzehnte jetzt, und natürlich sagen die Anwälte des sogenannten Regietheaters, und jedes Theater ist Regie und so, und da geht es dann um terminologische Spitzfindigkeiten, und ich finde den Begriff auch nicht so besonders glücklich, aber er ist nun mal da und jeder Ja, weiß ja, was damit gemeint ist. ja. Deswegen kann man den ruhig verwenden. Und das hat dann eine lange Tradition und man beruft sich auf die 20er Jahre und alles Mögliche. Das ist ja alles gut und richtig. Nur es hat sich, es hat sich in den wahrscheinlich letzten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahren eine Tendenz entwickelt, diese sozusagen die Szenografie zu verabsolutieren in einer Weise, die einfach problematisch ist, weil es eben auf Kosten der Substanz geht, mit der man da zu tun hat. Und daran hat man sich offenbar in den Theatern, daran hat man sich in nicht allen, aber weiten Teilen des Feuilletons gewöhnt. Und der entschiedene Einspruch dagegen ist ja auch derjenige zu sagen, ja, ist das überhaupt legitim? Also die banale Frage, darf man das eigentlich, ist nicht so bei näherem Hinsehen eben nicht so banal, wie sie eigentlich aussieht. Und das wird dann immer gerechtfertigt mit allerlei Hinweisen auf die Performativität und. Das ist alles richtig, weil Theater ist Aufführung. Aber das entbindet einen nicht, jedenfalls nicht, wenn man mit Material der Vergangenheit zu tun hat, sorgfältig damit umzugehen. Ja, und jetzt natürlich einfach sozusagen die Gegenfrage. Ich denke, das Missverständnis ist, wenn man sagt, oh, halten Sie sich bitte ans Werk, ist, dass die Leute denken, man darf gar keinen Transfer in der Inszenierung mehr machen, sondern man muss strikt quasi in der Vergangenheit bleiben. Ist das, was Naja, Sie sagen würden? nein, natürlich nicht, aber jede Inszenierung ist eine Transferleistung, wenn sie gut ist, aber sie hat halt textgenau zu sein. Und diese Textgenauigkeit ist kein leichtes Gut und sie ist schwer beschädigt worden im 20. Jahrhundert, vor allem natürlich in totalitären Systemen, das geschieht sogar heute noch. Das heißt, die Verpflichtung gegenüber einem Text der Vergangenheit ist kein leichtfertiges Gut und sie ist schwer herzustellen, sie ist schwer einzulösen und sie ist natürlich auch auf Details gebunden. Also Ja. mit Regisseuren können Sie lange darüber reden, dass in den komplexen Regieanweisungen Wagners an einer Stelle in der Walküre nicht klar ist, von welcher Seite Wotan eigentlich auftritt. Das ist ein Problem. Hm. Und wenn man aber über solche Details redet, dann ist die Textgenauigkeit natürlich ohnehin gegeben. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zu der Reaktion aus Journalistenkreisen auf Ihren Artikel. Und zwar habe ich natürlich mal so ein bisschen nachgegoogelt und fand dann einige Artikel zum Beispiel aus der Welt und aus der Zeit. Und ich glaube, in der Zeit und in beiden war eigentlich so der Tenor, Eieiei, ein Musikwissenschaftler maßt sich an, über Oper zu schreiben. Das darf er doch gar nicht, denn er kommt doch gar nicht aus dem Theater. Was sagen Sie denn dazu? Ja, also ich meine, ich habe mich natürlich über die Massivität der Reaktionen gefreut, insbesondere in der von Ihnen erwähnten der Zeit. Immerhin bekommt ein Musikwissenschaftler mal mediale Aufmerksamkeit auf dem Weg und das ist natürlich ein tolles Argument. Also natürlich, also kann ja nicht nur Musikwissenschaftler, sondern der Professor, also der sozusagen in seinem Stübchen sitzt, weltabgewandt und gar nicht weiß, was da los ist. Das sind ja Klischees, die da bedient werden.
das schlimmste Klischee in der Entgegnung der Zeit für mich war allerdings, das kann man in etwa so zusammenfassen, dass aber doch gerade dieser Theaterbetrieb, der eben so regiebezogen ist, dass dieser Theaterbetrieb in sich so selbstkritisch und so selbstreflexiv ist, dass er der Einmischung von außen gar nicht bedarf. Wenn das aber wirklich das Credo dieses Theaterbetriebs ist, dann würde ich inzwischen sagen, dann braucht es den nicht mehr. Denn natürlich braucht jedes Theater die Einmischung von außen, und die Einmischung von außen war jetzt in meinem Fall sehr deutlich dadurch gegeben, dass ich immer noch und massiv der Meinung bin, dass solange der Kanon dieser Werke nun mal so fixiert ist, wie er fixiert ist, und der ist durch die Regieexperimente der letzten 40 Jahre ja nicht größer, sondern kleiner geworden, dass es in diesem Kanon eine klare Verpflichtung, das hat übrigens auch, wurde auch in der Zeit nicht geleugnet, dass dieser Kanon aber doch eine erhebliche Verpflichtung bedeutet, mit dem, was da drin ist, ernsthaft umzugehen. Auf welche Weise kamen denn Reaktionen aus Theaterkreisen, die positiv für Ihren Artikel waren? Also war es so offen oder war es, sag's niemand? Es haben mir Leute definitiv gesagt, sag es niemandem weiter, das könnte meiner Karriere schaden. Das hat mich damals schon schockiert, das habe ich aber zwischendurch öfter mal gehört. Das finde ich beunruhigend, wenn ein System so funktioniert. Das ist zweifellos geschehen, aber es gab natürlich auch wirklich, also das war eher beunruhigend, aber es gab natürlich auch Leute, die sich sehr offen geäußert haben. Und eben tatsächlich auch aus dem Theater. Und es geht dann immer um, auch dann am Ende, auch bei denen, die sich dann kritisch geäußert, aber wie gesagt, das waren nur sehr wenige, ja, was ist dann, obwohl da geht es auch eben sehr schnell ideologisiert, also man steht sehr schnell in der AfD-Ecke und so, das ist mir auch damals noch nicht AfD, aber eben letztes Jahr. Aber was eben doch ein bisschen also es geht dann immer um Spitzfindigkeiten, ja, was ist denn Interpretation und was ist Werktreue und Texttreue und so. Ich finde, diese Vokabeln sind in alledem nicht so schrecklich wichtig, weil man sich an denen verbeißen kann, sondern es gibt einen Text der Vergangenheit, das ist eine Partitur, und es gibt einfach die Verantwortung, damit angemessen umzugehen, und der angemessene Umgang, das sage ich jetzt als Wissenschaftler, ist wissenschaftlich schon nicht einfach, aber er ist eben performativ auch nicht einfach. Und wenn man sich vorstellt, welche unendlichen Komplikationen in den letzten 50 Jahren die sogenannte historische oder jetzt informierte Aufführungspraxis durchlaufen hat und weiter durchläuft, einfach in der Frage, wie bestimmte Dinge performativ so zu verstehen sind, dass wir uns eine Vorstellung davon machen, was damit eigentlich gemeint gewesen sein könnte. Und das ist damit ist ja noch gar nichts weiter erstmal verbunden, sondern nur die Frage, wie man das eigentlich so umsetzt, dass wir dem, was in diesem Schriftsystem damit gemeint war, überhaupt angemessen verstehen. Wenn man sich solche Detailfragen anschaut, dann kann sozusagen die szenografische Antwort darauf nicht die Kettensäge sein. Ja. Ich weiß, dass der alte Wiener Staatsopernintendant Klaus Helmut Drese, der vor etlichen Jahren verstorben ist, auf einer Diskussion, die wir mal zusammen führen mussten, also empörte Reaktionen hervorgerufen hat, weil er gesagt hat, ja, es gibt ja nicht nur gute und schlechte Aufführungen und damit Interpretationen, sondern auch richtige und falsche. Und ich glaube, damit kann man ihm ganz unumwunden zustimmen. Und es gibt in dem Segment, und das ist ja auch ein Teil der Kritik, in dem Segment, was wir sozusagen Texttreue nennen, Textgenauigkeit, also da gibt es ja unendlich viele Lesarten und Möglichkeiten. Also der Kritik, das sähe dann immer gleich aus, die ist ja nicht gegeben. Da würde man ja sagen, ja, das würde sich dann auch immer gleich anhören. Das ist ja nicht der Fall. Also Pio, cosa son, cosa faccio zu singen und mit historischer Kenntnis zu singen, bedeutet nicht, dass es sich immer gleich anhört. Das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Und ich glaube, das Bewusstsein, wie viele Möglichkeiten aus einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem Material entstehen, ich glaube, das ist vielleicht, wie mein Gefühl sagt, ein bisschen verloren gegangen. Aber ich denke, wenn man sich dieser Arbeit stellt, befreit man sich eigentlich für eine ganze große Vielzahl von Deutungen, also die quasi eben am Material bleiben und nicht beliebig sind. Hat sich denn, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt eine rhetorische Frage, hat sich denn seit dem Artikel 2014 irgendwas nennenswert verändert? Würden Sie jetzt da noch einen Nachtrag zu geben wollen? Meine
Prognose damals war pessimistisch und der Musikwissenschaftler Rudolf Stephan, der im letzten Jahr verstorben ist, hat mir mal gesagt, man will ja nicht mal recht haben. Aber die Prognose war pessimistisch. Ich würde sagen, dass sie auch eingetreten ist, dass eine wirkliche Veränderung, auch vor allem, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber auch an den großen Häusern im zentraleuropäischen Bereich nicht so richtig erkennbar ist. Und das ist, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, das könnte in der Tat irgendwann mal ein Risiko werden für das Fortbestehen der Gattung Oper. Ich habe jetzt das erste Mal auch Studenten, die im Prinzip natürlich gerne in die Oper gehen würden, aber das habe ich jetzt mehrfach als Reaktion gehört, die sich bestimmte Dinge einfach auch nicht mehr ansehen wollen und dann lieber wegbleiben, weil sie sagen, gut, das nützt nichts, wenn ich hingehe. Das finde ich eigentlich, sagen wir mal, schon bei einer Klientel, die primär affin ist und affin sein müsste und es auch eigentlich will, finde ich bedenklich. Und das kann, wenn das wirklich eine Tendenz ist, dann kann es allerdings nochmal... dann sollten wir vielleicht anfangen zu überlegen und zu sprechen miteinander und zu schauen, wie führt der Weg in eine Zukunft mit ganz viel Oper. Ich kann Ihnen am Schluss noch eine schöne Anekdote erzählen, eine Aufführung. Also ich bin mal bei dem Wagner-Festival in Wels gewesen, das ja auch immer den Ruf hatte, besonders, das heißt immer konservativ zu sein, aber Herbert Adler ist ein ganz wunderbarer Regisseur und also gerade weil Sie von den Sängern sprechen, es waren am Schluss angesetzt direkt hintereinander Tannhäuser und Tristan. Und der Tannhäuser, ein sehr berühmter Sänger und sehr berühmter Tenor, hat sehr kurzfristig, wofür er auch berühmt ist, abgesagt. Und Stig Andersen, der den Tristan singen sollte, hat sich bereit erklärt, am Tag vorher den Tannhäuser zu singen. Ist mir unbegreiflich, diese Entscheidung. Also es war sein letzter, das war praktisch ein Bühnenabschied. Ich habe ihn dann hinterher gefragt, und weil er hat das souverän gemeistert, muss man ehrlich sagen, er hat das wirklich souverän gemeistert. Und ich habe ihn hinterher gefragt, wie er das denn eigentlich geschafft habe. Und die Antwort hat mich sehr nachdenklich gemacht. Denn er hat gesagt, mit einem Dirigenten, der sich auf mich einlässt, und mit einem Regisseur, der mich bei diesen ungeheuren Herausforderungen dieser Partien ernst nimmt und seine Regie so auf mich anlegt, dass ich das bestehe. In so einer Konstellation würde das gehen. Und es war gegangen, das muss man wirklich sagen. Also es war funktioniert. Womit er sagen wollte, das ist nicht alltäglich. Das ist nicht alltäglich, also er hat das wirklich auf diese Konstellation zurückgeführt, aber es hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass er sagt, ja, selbst das geht im Prinzip, wenn die Bedingungen so definiert sind, dass es zum Beispiel bei einem Tannhäuser oder auch in der Rom-Erzählung, vor allem im Tristan, dann hinterher darauf ankommt, in das szenische Konzept auch einzubinden, wie ist es denn jetzt eigentlich, wie ist es denn nun für den Tristan im dritten Akt überhaupt so umzusetzen, dass der nicht tot ist hinterher Buchstaben. Ja, das bringt mich eigentlich auf den Punkt, auf den ich für meine Arbeit immer zurückkomme, und das ist die Kollaboration an Theatern. Ohne eine voll funktionierende Kollaboration kommen wir einfach nicht auf einen grünen Zweig. Ja, ich würde eigentlich jetzt abschließend gerne nur fragen, wie sieht es nach Corona aus? Denken Sie, dieser pandemische Einschnitt hat einen starken Effekt auf die Musik und auf die Opernwelt an sich? Ich will jetzt nicht immer nur von meinem Zeug reden, aber ganz am Anfang der Corona-Krise war ich aufgefordert worden, einen Text dazu zu schreiben, der auch in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht worden ist. Und ich würde meine Einschätzung nach wie vor jetzt ein Dreivierteljahr später aufrechterhalten, dass ich glaube, dass die Situation dramatisch ist, auch in der Musik, in der Kultur, dass aber auch eine Chance damit verbunden ist. Und ich glaube, die Chance des
Andershören, des Neuhörens von Musik, der Gewissheit darüber, dass es gar nicht so selbstverständlich, also am Anfang hatte ich es eher ironisch gesagt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass eine Opernaufführung funktioniert. Im Moment sehen wir aber, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass sie überhaupt zustande kommt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein kann auch dazu beitragen. Und im Moment sind natürlich alle nervös und klagen und dass sie mit den Bordellen in einem Atemzug genannt werden und keine Systemrelevanz haben und. Das ist alles verständlich, aber ich glaube, das ist sozusagen eigentlich nur die Oberfläche. Wenn es denn so kommt, wie ich mir das wünschen würde, könnte der Sinn doch wieder geschärft sein, was es eigentlich bedeutet, eine Aufführung einer Oper, eines großen Orchesterwerkes wieder zu hören, wenn man weiß, das ist nicht selbstverständlich. Und Ja. ich glaube, wenn diese Situation jetzt, also schauen Sie sich mal an, die Metropolitan Opera mit furchtbaren Gestehungskosten für Beteiligte ist geschlossen, die sind alle entlassen. Jetzt würde ich sagen, ja, und für ein ganzes Jahr, da würde ich jetzt sagen, ja, aus solchen Gestehungskosten kann doch immerhin erwachsen, dass man einen neuen Sinn dafür bekommt. Wenn es daraus erwachsen würde, dass man auch einen neuen Sinn bekommt für den Betrieb und für die Realisierung dessen, was auf der Bühne besteht, das wäre fast zu schön zu hoffen. Genau, aber ich denke, Hoffen ist erlaubt und es gibt ja auch viele, die dafür an einem Strang ziehen. Insofern, das würde ich eigentlich gerne als Schlusswort stehen lassen und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ja, schauen wir mal, wie es in einem Jahr aussieht. Mal abwarten, was dahin passiert ist. Herzlichen Alles Dank. Gute und herzlichen Dank. Danke.